Als May noch jung war, begann Olo, war er einer unserer besten Theoretiker. Sein Name drang rasch über die Grenzen des Paria-Viertels. Und bald war er in den Gartenlokalen Molussiens berühmt wegen seiner bestimmten und brillanten Rede. Dort behauptete man, er könne schlechtweg alles beweisen und nannte ihn den Beweiser. Im Übrigen, flüsterte man, habe er hier und da erfolgreich Streiks organisiert. Das gab ihm an den Tischen der Söhne der Wohlhabenden, der Offiziere und der Rechtsstudenten ein gewisses Ehr. Denn einen Streikführer hatten sie noch niemals an ihren Tischen gehabt. Und da er nur ein Einzelner war und ungefährlich, und da sie sich die Masse der Parier hinter ihm nicht vorstellen konnten, luden sie ihn ein, bei ihnen Platz zu nehmen. Am Anfang hatte er Hemmungen. Dann aber redete er sich ein, wenn er vor ihnen nichts als die Wahrheit redete und nichts als die Wahrheit bewiese, habe er sich nichts vorzuwerfen. Immer wieder aber erlebte er, und immer wieder konnte er es nicht begreifen, dass sie nicht verstehen wollten, was ein Beweis gilt. Wenn er an warmen Sommerabenden, voll von den Wahrheiten, die sich tagsüber in ihm angesammelt hatten, unter den schaukelnden Lampions der offenen Gartenlokale Molussiens herumstrich, auf der Suche nach ganz gleich wem, da riefen ihn seine neuen Freunde, die gelangweilt dasaßen und auf den dauernd unbewegten Parksee hinausblickten, ob er nicht vielleicht etwas da habe zum Beweisen. May hatte natürlich immer etwas da. Und obwohl man ihm nicht anders zurief als dem Süßigkeitenverkäufer zwischen den Gartentischen, ebenso dringlich und ebenso verächtlich, setzte er sich stets sofort zu ihnen. Am Abend saß May mit seiner Tischrunde im Gartenlokal unter Laubbäumen und bewies. Diesmal bewies er ihnen, dass die Parier deshalb stets im Unrecht seien, weil sie ohne Rechte seien. Also auch ohne das Recht, Recht zu haben. Sein Beweis war so schön, so lückenlos und in seiner Kurve so überraschend, dass sie einige Sekunden lang mit offenen Mündern dasaßen, wie bei einem Feuerwerk. Was beweist das schon, dass May, oder wie er heißt, das beweist? Fragte schließlich ein junger Offizier. Wie meinst du das? Fragte May zurück, und er versuchte vergeblich, die Frage zu verstehen. Sauber gemacht, sein Beweis, meinte ein anderer. Ein dialektisches Muster, ein logischer Trick. Aber was hat sein Beweis und sein Muster mit der Sache zu tun, mit der Sache selbst? May redet hier, das Gericht ist dort, und die Parier sind irgendwo dort unten. Er zeigte ins Dunkle der verschiedenen Himmelsrichtungen. Ganz richtig, bestätigte der Offizier, und diesmal schien er nicht zu scherzen. Merkt die Sache vielleicht etwas von dem, was May, oder wie er heißt, hier schon beweist? Welche Sache? May war fassungslos. Siehst du, mischte sich ein Dritter ein, und er sprach, als wolle er vermitteln, und der gute Wille strahlte von seinem Gesicht. Du beweist es eben so, wir dagegen so, und der Dritte hat eben eine dritte Ansicht. Ansicht? Fragte May verzweifelt. Aber ich bewies doch meine These, um zu zeigen, dass sie nicht nur Ansicht ist. Alles subjektiv, mein Lieber, mischte sich nun die bräunliche Molussierin ein, die neben dem Offizier saß. Was willst du noch mehr? Das kann er so gut wie du hier beweist, das wissen wir schließlich alle. Sogar der junge Offizier gab das zu. Aber kaprizier dich nicht und sei etwas toleranter. Will dir vielleicht jemand etwas aufzwingen? Also. Sprach's, nahm sich eine Honignuss und fügte hinzu, ist doch wahr. May war viel zu unerwachsen, um zu verstehen, dass sie nicht verstanden, was ein Beweis ist. Und da er nicht begriff, dass sie wirklich die Stichhaltigkeit seines Beweisganges seiner Tüchtigkeit im Beweisen zuschrieben, machte er sich daran, in unhöflicher Weise seinen Beweis noch einmal von der ersten Voraussetzung an abzuspulen.
Gesellschaft begann sich währenddessen zu unterhalten, als säße er nicht mit am Tische, und sprach von ihren Lieblingen der Bühne, die sie bei ihren Vornamen nannten. May dagegen entwickelte seinen Beweis. Wirklich, sagte das Mädchen, und sie wippte mit dem Fuße. Durch Wiederholung verliert er nur. May bewies uneingeschüchtert. Die Gesellschaft war beim Ballett angekommen. May bewies. Wirklich, sprach der Offizier eisig. Wir haben ihn gehört. Er meinte den Beweis. Da verstummte May. Endlich, sagte einer, und auch ihre Unterhaltung verstummte, als hätte Mays Beweis auch sie in Gang gehalten. Ich war ohnehin fertig, behauptete May, stand formlos auf und verließ, Stühle anstoßend und Tische anrempelnd, das Gartenlokal. Und sprach mit sich selber: Der Paria glaubt mir die Wahrheiten, ohne dass ich sie zu beweisen brauche. Und denen da beweise ich sie, ohne dass sie glauben. Für wen ist der Beweis denn eigentlich da? Ein Kellner rief hinter ihm her, denn wie gewöhnlich hatte er nicht bezahlt. Auch ich habe eben kein Recht, bei Ihnen Recht zu haben, sprach er weiter, und er wanderte ins Dunkel. Wenn Sie noch behauptet hätten, dass ich Unrecht habe, aber Ansicht haben Sie die Wahrheit genannt. Welche Beleidigung. So sprach er und lief noch lange, und als er zu Hause war, hatte er sich versprochen, das Gartenlokal nie wieder aufzusuchen. Hat May Konsequenzen gezogen? Fragte Jegusa. Oh ja, sagte Olo, später. Er rächte sich an der Wahrheit, weil sie seinen Dienst so schlecht lohnte. Und da seine Freunde die Wahrheit nicht liebten und er von Beweisen nicht lassen konnte, verlegte er sich aufs Beweisen von Unwahrheiten. So blieb er ein geistiger Mensch, wurde ihnen sehr nützlich und später Gay sogar unentbehrlich. Er war weit klüger als die meisten von uns. Wir müssten ihn kennen. Und ging er zurück zu ihnen ins Gartenlokal? Am nächsten Tage um die gleiche Zeit.